Die Kinder standen in einer Reihe. Nicht, weil sie es immer taten. Das Jüngste stand so, immer, gerade und still wie ein Wachposten, der seinen Auftrag kennt. Die anderen 6 drängten und stießen und standen schief. Der Zweitälteste hatte den Arm um die Schulter des Dritten gelegt, obwohl der Dritte das nicht wollte, sich aber auch nicht losriss, weil die Mutter redete und man jetzt zuhörte. Die Mutter band ihr Tuch fest. Der Sommer kam durch das Fenster als helles, stilles Licht, die Stunde vor dem Mittag, wenn die Wärme noch nicht drückt, wenn alles noch die Qualität von Versprechen hat. Das Licht lag auf dem Holztisch, auf den Händen der Kinder, auf dem Tuch, das die Mutter mit einer Sorgfalt band, die zu groß war für ein Tuch. »Ich gehe in den Wald«, sagte sie. Keine Ausschmückung, keine Erklärung warum. Die Kinder wussten warum. Der Vorrat war gering. Das Gesetz des Sommers, das alle kannten, ohne dass es ausgesprochen werden musste. »Und ihr bleibt hier.« »Ja, Mutter«, sagten 6 Stimmen. Das Jüngste nickte. Nur das. Die Mutter ließ das Tuch los und wandte sich zu ihnen. Ihr Blick ging der Reihe nach. Nicht langsam, nicht zärtlich. Sie zählte, wie man zählt, wenn man sicher gehen will, dass alle an ihrem Platz sind. »Der Wolf kommt«, sagte sie. Nicht, »der Wolf könnte kommen«. Nicht, »passt auf euch auf«. Der Wolf kommt. Eine Aussage mit der Gewissheit von Wetterwissen, von Erfahrung, die nicht aus Büchern stammt. Die 6 meckerten und nickten. Das Jüngste sah zur Tür. Er hat viele Stimmen. Etwas in ihrer Stimme änderte sich. Nicht viel, nicht so, dass die Jüngeren es bemerkten, aber das Jüngste hörte es. Ein Festwerden in der Kehle, eine Präzision, die kein Märchenwissen war. Aber eine davon wird er nie los, rau, tief, kein Klang, den er hinter sich lassen kann, egal wie er sich müht. Das Jüngste fragte nicht, »Woher weißt du das?« Es brauchte die Antwort nicht. Die Mutter kannte den Wolf, nicht aus Erzählungen. Vor 2 Jahren war sie dabei gewesen, auf dem Waldweg, als ihr Mann nicht mehr aufgestanden war. Sie hatte den Wolf gesehen, von nah genug, und sie hatte überlebt, weil sie still gewesen war und er satt. Seitdem wusste sie Dinge, die man nur weiß, wenn man den Blick eines Raubtiers auf sich getragen hat. Wie er still steht, wie er wartet, wie er geduldig ist auf eine Art, die kein Hunger erklärt. Das hatte sie nie ausgesprochen, nicht zu den Kindern. Vielleicht, weil das Aussprechen es größer machte, wirklicher, oder vielleicht, weil manches Wissen seinen Wert behält, nur solange es still ist. Und seine Pfoten, fuhren ja die Mutter fort, schwarz, immer schwarz. Er kann seine Stimme ölen und glätten, wie er will. Die Füße bleiben, was sie sind. 2 der Älteren nickten eifrig. Das Dritte fragte, »Was machen wir, wenn er kommt?« »Die Tür haltet ihr geschlossen. Und wenn er sagt, »Er ist du?« dann lächelt ihr ihn aus.« Die Mutter nahm die Tasche vom Haken. Die Lederriemen hatten Abdrücke hinterlassen an der Wand, 2 dunkle Streifen, die zeigten, wie lange diese Tasche schon dort hing. »Er ist nicht ich, er wird nie ich sein. Ihr kennt meine Stimme.« 6 Kinder. Ja. Das Jüngste, ein kleines Nicken, das Kinn Richtung Brust. Die Mutter ging zur Tür, zog die Schnur durch den Ring, die schwere, gedrehte Schnur, die schon grau geworden war, von Jahren. Die Hand am Türrahmen, einen Herzschlag lang. Dann aufgemacht und hindurch. Die Tür fiel zu. Das Licht im Zimmer blieb, aber es war anders jetzt. Die Wärme hatte aufgehört, ein Versprechen zu sein. Die Kinder standen noch einen Moment in ihrer Reihe. Dann brach sie auf. Der Zweitälteste stieß den Dritten, der Dritte stieß zurück. Das Jüngste blieb stehen. Es stand am Fenster und sah auf den Weg hinaus. Die Mutter ging schnell, aufrecht, der Rücken so gerade, dass kein Zittern darin sichtbar war. 10 Schritte, 15.
bei der großen Linde, der Grenze zwischen dem Haus und dem Weg zum Wald. Sie hielt inne, drehte sich um, einmal, kurz. Ihr Blick fand das Fenster, das Kind darin und hielt einen Herzschlag lang, nicht länger. Dann ging sie. Das Jüngste stand noch, bis die Linde sie verschluckt hatte. Bis nichts mehr von ihr übrig war, als der Weg, der Wald, der Sommer, der weiterging, als wäre nichts. Mittag. Das Licht drückte jetzt durch die Fensterläden, gelb und schwer. Die älteren Geschwister hatten sich in den Schatten gelegt, 2 auf dem Bett, einer auf der Bank, einer unter dem Tisch mit den Beinen in der Luft. Die Wärme machte alles langsam. Das Jüngste saß am Fenstersims und ließ die Beine hängen. Die Aufmerksamkeit war weich, weit, so wie man auf Dinge achtet, wenn man weiß, dass Wachheit nicht erzwungen werden kann. Die Grillen, der Wind, der einmal durch die Wipfel fuhr und verschwand. Irgendwo tief im Grün eine Krähe, die rief und schwieg. Dann Schritte. Das Jüngste richtete sich auf. Eine kleine Bewegung, das Aufrichten der Schultern, das Stillwerden, das die Geschwister nicht kannten an ihm. Die Schritte kamen vom Weg. Zu schnell für die Mutter, zu gleichmäßig. Die Mutter trug das Gewicht von Erschöpfung, wenn sie aus dem Wald kam. Das rechte Bein immer einen Hauch länger. Diese Schritte trugen kein Gewicht, Klopfen. Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da, sie hat jedem von euch etwas mitgebracht. Die Älteren erwachten, richteten sich auf. Das Dreijährige, das unter dem Tisch gelegen hatte, kroch hervor. Das Jüngste saß still. Die Stimme draußen war tief. Nicht die Art von tief, die wärmt, die aus einer breiten Brust kommt und ein Zimmer füllt. Diese Tiefe war erzwungen, ein Deckel auf einem Feuer, rau in den Rändern. Nicht der Klang, den man hinter sich lassen kann. Die Stimme ist falsch, sagte das Jüngste. 6 Köpfe drehten sich. Es ist der Wolf. Der Zweitälteste runzelte die Stirn. Das klingt aber, es ist der Wolf. Nicht lauter, nur fester. Das Jüngste glitt vom Sims und trat näher zur Tür, nicht um zu öffnen, sondern um zwischen Geschwistern und Tür zu stehen. Eine Geste, die keiner von ihnen bemerkte. Wir machen nicht auf. Der Zweitälteste rief es zur Tür, mit der Freude an der eigenen Stimme, die entsteht, wenn man mutig sein darf und weiß, dass die Tür dazwischen ist. Du bist unsere Mutter nicht. Unsere Mutter hat eine feine und liebliche Stimme. Aber deine ist rau. Du bist der Wolf. Stille. Das Jüngste wartete. Ein geschlagener Wolf macht Lärm. Ein planender Wolf macht keinen. Keine Schritte. Kein Knurren. Dann Schritte, die sich entfernten. Gleichmäßig, ohne Eile. Der Weg, der die Geräusche aufsaugte, bis nichts mehr übrig blieb als die Grillen. Die Geschwister begannen zu lachen. Das Jüngste lachte nicht. Es stand an der Tür und ließ die Stille in sich einsinken. In diesem Abgang, dieser Ruhe, dieser Abwesenheit von Niederlage war etwas, das sagte, das war kein Ende. Das war ein Schritt. Er kommt wieder, sagte das Jüngste. Aber die Geschwister stießen einander schon. Und die Welt war wieder die Welt. Der Nachmittag hatte die Farbe von altem Honig. Das Jüngste saß nicht mehr am Fenstersims. Es saß auf dem Boden in der Mitte des Raumes, wo es alle Ecken gleichzeitig im Blick hatte. Die Tür, die Fenster, die Geschwister. Es hatte kein Spiel gesucht. Die anderen spielten. Es saß und wartete auf etwas, das noch keinen Namen hatte. Dann kam die Stimme. Keine Schritte diesmal, kein Klopfen zuerst. Nur eine Stimme. Weich, fast zart. Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht. Das Jüngste erstarrte. Die Stimme war nah an richtig. Nicht perfekt. Kein Klang, der versuchte, ein anderer zu sein, war jemals perfekt. Aber nah genug,
dass die älteren Geschwister aufhörten zu spielen und lauschten. Das Dreijährige machte einen Schritt zur Tür. Das Jüngste kam auf die Füße. »Zeigt uns die Pfoten«, rief der Zweitälteste, mit der Sicherheit von jemandem, der die Prüfung schon kennt. Eine Pfote erschien am Fenster, schwarz, dunkel wie Walderde, dunkel wie die Rinde der alten Eiche am Waldrand. So schwarz, dass das Weiß des Fensterrahmens daneben heller wirkte, als es war. Das Jüngste war am Fenster, bevor es sich entschieden hatte zu gehen. Es griff den Arm des neben ihm stehenden Geschwisters. Nicht fest, nur ein Zug. »Schau.« Das Geschwister schaute. »Du bist der Wolf. Unsere Mutter hat keine schwarzen Füße wie du.« Draußen Stille. Dann Schritte, die sich entfernten, schneller als beim ersten Mal, kürzer. Nicht das gleichmäßige Abgehen eines geplanten, sondern etwas, das nach innen gerichtet war. Das Jüngste ließ den Arm los. Die Geschwister redeten alle auf einmal. »Hast du gesehen? Die schwarze Pfote, genau wie Mutter gesagt hat.« Das Jüngste ließ die Worte an sich vorbeigehen. Die Geschwister lachten nicht mehr. Erleichterung war nicht mehr das richtige Wort für das, was in den Gesichtern stand. Gut, dass sie jetzt verstehen. Es stand am Fenster und trug ein kleines, schweres Wissen. Beim ersten Mal hatte die Stimme nicht gestimmt. Beim zweiten Mal fast. Beim dritten Mal, was würde der dritte Versuch korrigieren? Die Tür war geschlossen. Die Riegel lagen vor. Das Jüngste blieb stehen. Die Sonne stand tief. Lange Schatten lagen quer durch die Stube, orange und warm. Die Art von Licht, die alles weicher macht, als es ist. Das älteste Geißlein hatte angefangen, das Abendessen vorzubereiten. Der Topf stand auf dem Feuer und die Stube roch nach gekochtem Korn und Kräutern, dem Geruch von kurz vor der Mutter. Gleich kommt sie. Fast. Dann klopfte es, 3-mal, geduldig, keine Eile. »Macht mir auf, Kinder, euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht.« Das Jüngste erstarrte. Die Stimme war die Mutter. Nicht fast, nicht nah an richtig. Die Stimme war ihr feines und liebliches Meckern, das alle 7 kannten von 1000 Morgen und 1000 Abenden, von Gute Nacht und Aufsteh, es ist Zeit und passt auf euch auf. Und doch, das Jüngste trat zur Tür und rief: »Zeig uns zuerst deine Pfote, damit wir wissen, dass du unser liebes Mütterchen bist.« Am Fenster eine Pfote, weiß, so weiß wie frisch gemahlen, wie Schnee, wie die Schürze der Mutter am Sonntag. Das Älteste war schon an der Tür. Das Dreijährige zerrte am Riegel. 3, 4, 5 Geschwister bewegten sich, und das Jüngste rief: »Wartet!« Aber der Riegel hatte schon gegeben. Die Tür öffnete sich. Was hereinkam, war kein Geräusch. Was hereinkam, war Größe. Die Tür füllte sich, der Türrahmen füllte sich, und dann stand der Wolf im Zimmer. Und er war groß genug, dass das Zimmer kleiner wurde. Kein Knurren, kein Lärm. Er war einfach drin. Einen Herzschlag lang Stille. Dann Schreien. Das Jüngste sprintete. Kein Gedanke. Nur der Körper, weg von der Tür, weg von dem Ding, das drinnen war. Unter dem Tisch, besetzt, das Bett, ein Geschwister schon darunter. Der Schrank, die Tür zu eng, das Tick-Tack der Uhr. Das Jüngste kannte den Kasten der Wanduhr. Den langen, geschnitzten Kasten, die Tür mit dem eisernen Riegel, der schwer war, aber drehte. Es kannte ihn, weil es das einzige von allen 7 war, das zuweilen in diesem Kasten gesessen hatte. Wenn die Geschwister zu viel wurden, wenn man allein sein wollte, wenn die Stille gebraucht wurde. Es warf sich hinein. Der Riegel schappte zu, dunkel, kein Licht durch die Holzfugen. Das Holz roch nach Alt und Staub und dem Öl, mit dem die Mutter die Scharniere einmal gepflegt hatte. Das Jüngste zog die Knie an den Bauch, lehnte den Kopf gegen das Holz. Draußen Lärm. Nicht viel.
zu wenig für 7. Ein Schrei, dann ein zweiter, dann Stille. Noch ein Laut, kurz, schnell und dann nichts mehr. Tick, tack. Tick, tack. Das Jüngste zählte, nicht um die Zeit zu messen. Es wusste nicht, wie lange eine Tick-Tack-Einheit war, hatte es nie gewusst. Und jetzt, in der Dunkelheit ohne Anhaltspunkt, hatte das Zählen aufgehört zu bedeuten. Aber es gab dem Körper etwas zu tun. Dem Atem, dem Herz, dem Geist, der immer kleiner wurde in dem kleinen Raum. 1, 2, 3. Draußen. Stille. Die Stille war schlimmer als der Lärm. Beim Lärm hatte es gewusst, dass noch etwas passierte. Stille war das Ende von etwas. Stille war die Frage ohne Antwort. 14, 15 Schritte draußen. Schwer, gleichmäßig, das Gewicht von etwas Großem auf Holzdielen. Die Schritte gingen durch das Zimmer, langsam, ohne Eile. Ein Schieben. Das Geräusch von Holz auf Holz, von Möbeln, die weggerückt werden, von Gewicht, das sich nach unten bückt. Das Jüngste hielt den Atem an. Wenn man nicht gehört werden darf, hört man auf zu atmen. Das hatte es nie gelernt. Der Körper wusste es einfach. Der Geruch drang durch die Fugen, Wald und Nässe und etwas darunter, das tiefer war, älter, das sich in die Holzmaserung fraß. Der Wolf stand irgendwo im Zimmer und war still. Dann schieben, prüfen, absuchen. Jede Ecke, jedes Versteck. 22, 23. Das Schieben hörte auf, Schritte wieder, langsamer jetzt, schwerer. Das Gewicht von jemandem, der satt ist und keine Eile kennt. Die Haustür, das Quietschen der Angel, das die Mutter immer ölen wollte. Die Haustür öffnete sich und der Geruch von Sommer kam herein, von Erde und Gras. Und dann schloss sie sich wieder. Das Jüngste zählte bis 40, bis 80. Dann fing das Zählen von vorne an, ohne dass es sich entschieden hatte, neu zu beginnen. Es wusste, wo seine Geschwister gewesen waren. Das Dreijährige unter dem Bett, das Drittälteste hinter dem Ofen, die 2 in der Küche. Das Älteste, das hatte sich nicht bewegt, nicht versteckt. In dem letzten Moment, vor dem Schließen des Kastens, hatte das Jüngste es gesehen. Aufrecht, die Schultern hochgezogen, die Augen auf den Wolf gerichtet, nicht weglaufend. Es wusste, was das bedeutete. Es ließ das Wissen in sich liegen, ohne es anzufassen. Wie einen Stein auf dem Grund eines Brunnens. Sichtbar, aber tief. Irgendwann hörte das Zählen auf. Es bemerkte es nicht. Es saß einfach in der Dunkelheit und atmete. Ganz klein, ganz flach. Und die Uhr schlug Tick-Tack. Und draußen war Sommer und der Geruch von dem Eintopf, der auf dem Feuer stand und langsam anbrennen würde. Und das alles war sehr weit weg. Im Dunkeln schrumpfte die Welt. Es gab den Kasten, das Holz, den eigenen Atem, das Tick-Tack. Mehr nicht. Das kleine Leben, das aus diesen Dingen bestand, war vollständig auf seine Art, weil es keine andere Wahl gab, als vollständig zu sein. Das Jüngste hatte von der Mutter gelernt, still zu sein. Nach dem Tod des Vaters war Stille das gewesen, was die Familie zusammengehalten hatte. Keine großen Worte, keine Klagen, nur das Weitermachen, das sich jeden Morgen neu entschied. Es hatte dieses Werkzeug übernommen, ohne zu verstehen, warum. Hatte es benutzt, wenn die Geschwister zu laut wurden, wenn die Welt zu viel war. Jetzt, in dem Kasten, war die Stille kein Werkzeug mehr. Sie war das Einzige, das übrig war. Das Jüngste lehnte die Stirn gegen das Holz. Die Uhr schlug. Die Zeit lief weiter, ob man sie zählte oder nicht. Dann Schritte, anders. Das Jüngste richtete sich auf, noch bevor es verstanden hatte, warum. Diese Schritte hatten Gewicht anders verteilt. Das rechte Bein immer einen Hauch länger. Das Muster, das 1000 Morgen und 1000 Abende eingespeichert hatten. Diese Schritte kannte der Körper, bevor der Geist sie erkannte. Aber das Jüngste rührte sich nicht. Es wartete, bis die Haustür aufging.
bis eine Stimme durch das Holz kam. Die Stimme, die alle Namen rief, einen nach dem anderen, mit wachsender Stille zwischen jedem Namen, mit dem Klingen von etwas, das Risse bekommt, aber noch nicht bricht. Erst als diese Stimme beim 6. Kind angelangt war und danach nur Schweigen kam, erst dann öffnete das Jüngste den Riegel. Die Kastentür schwang auf. Abendlicht, die leere Stube. Das Jüngste kletterte heraus. Die Tür hatte offen gestanden. Das war das Erste gewesen. Schon von weitem, noch bevor sie das Haus erreicht hatte. Die offene Tür, weit und stumm. Sie hinterließ keine Türen offen, nicht einmal im Sommer. Nicht einmal, wenn die Luft stand und drückte. Geschlossene Türen waren ihr Gesetz. Die Tasche fiel ihr aus der Hand. Sie ließ sie fallen, ohne sich zu bücken, und trat ein. Der Tisch lag auf der Seite. Die Stühle verstreut, einer mit dem Bein nach oben. Die Waschschüssel in Scherben, das Wasser noch feucht auf den Dielen. Das Bett, die Decke auf dem Boden, der Ofen noch warm, der Topf auf dem Feuer noch heißer, das Korn angebrannt am Rand. Sie rief den Namen des Ältesten, nichts, den Zweitältesten, nichts, den Dritten, den Vierten, den Fünften, den Sechsten, nichts. Die Stille in dem Zimmer war vollständig und grausam, die Art von Stille, die entsteht, wenn alle Geräusche fehlen, die hätten sein sollen. Kein Meckern, kein Lachen, kein Streit über irgendeine der kleinen, wichtigen Dinge. Sie stand in dem leeren Zimmer und ihr Atem ging zu schnell. Dann Mutter. Eine Stimme, klein, aus dem Kasten der Uhr. Sie war an der Kastentür, bevor das Wort fertig gesprochen war, die Hände an dem geschnitzten Holz. Die Tür öffnete sich und das Jüngste stieg heraus, die Knieabdrücke noch an den Hosen, das Fell etwas zerdrückt, und sie nahm es, beide Arme, einen kurzen Moment. Dann trat sie zurück, die Hände auf den Schultern des Kindes. Sie sah es an, unverletzt, blass, und die Augen trugen etwas Schweres, aber die Hände und Beine waren ganz. »Erzähl mir«, sagte sie, das Jüngste erzählte. Kurze Sätze, ohne Ausschmückung, so wie es immer sprach, wenn es etwas Wichtiges zu sagen hatte. Er kam. Weiße Pfote. Wir haben aufgemacht. Er kam rein. Ich bin in den Kasten. Die anderen haben sich versteckt. Er hat sie gefunden. Alle 6. Sie ließ die Worte in sich einsinken, einen nach dem anderen. Kein Unterbrechen, kein Nachfragen. Die Hände blieben auf den Schultern des Jüngsten, und als das Kind fertig war, blieben sie alle still. Einen Moment lang, nur einen. Dann legte die Mutter das Gesicht in die Hände. Keine Worte, kein Laut, nur die Hände, die das Gesicht bedeckten, und die Stille darum, und die Uhr, die Tick-Tack, schlug wie immer, wie wenn nichts gewesen wäre. Das hielt nicht lange. Sie nahm die Hände vom Gesicht, die Augen fast trocken. Nicht ganz, aber fast. Und das war der Unterschied. Sie richtete sich auf. Der Rücken wurde wieder gerade. Nicht langsam, nicht mit Anstrengung. Es war ein Entschluss, der den Körper richtete, so wie ein Entschluss das immer tat bei ihr. Wo ist er jetzt? Das Jüngste machte eine Bewegung mit dem Kopf. Draußen, Richtung Wiese. Sie nickte. Warte hier. Das war ihr Befehl. Das war ihre Art zu sagen, ich komme zurück. Das war ihre Liebe, komprimiert auf 2 Worte. Sie ging zur Tür. Er lag unter dem alten Birnbaum. Das war das erste Unerwartete daran, nicht das Schlafen, sondern der Birnbaum. Den ganzen Sommer über hatten die Kinder darunter gespielt und gestritten, und die kleinen, unreifen Birnen hingen noch über ihm, grün und hart, nicht bereit. Der Wolf lag darunter wie etwas, das dorthin gehörte, als wäre er nie woanders gewesen. Er schlief tief. Der Atem hob und senkte den Bauch, gleichmäßig, satt, die Ruhe von jemandem, für den der Rest der Welt aufgehört hat zu existieren. Und der Bauch war rund und prall,
Und wenn man nahe herantrat, wenn man kniete und die flache Hand aufs Fell legte, er bewegte sich. Darunter. Etwas zappelte, leise, wandte sich. Die Mutter stand auf, ging zurück ins Haus, kam zurück mit Schere, Nadel, Zwirn. Ihre Hände zitterten. Sie sah das, nüchtern, ohne Überraschung. Die Hände zitterten, also wartete sie, ließ das Zittern abklingen, bis die Schere ruhig lag. Dann kniete sie nieder. Der erste Schnitt war der schwerste. Nicht wegen des Widerstands, wegen der Sekunde davor. Das Wissen, um was als nächstes kommt, bevor es angefangen hat. Dann die Klinge. Ein Geißlein streckte den Kopf heraus. Sie zog es heraus. Das zweite folgte, bevor sie fertig gedacht hatte. Das dritte, das sie schon zog, während das Schneiden weiterging. Das vierte, das selbst kroch. Das fünfte, das ihre Hand griff. Das sechste, das sie mit beiden Armen nehmen musste, weil es sich allein nicht zu bewegen schien. Wie betäubt, wie jemand, der schläft und nicht schlafen will. Sie lagen im Gras. Alle 6, lebendig, die Hände und Beine ganz, die Augen offen, verwirrt, verängstigt, aber lebendig. Er hatte sie ganz geschluckt. Das war die grausame Gnade. Er hatte sie nicht genossen. Er hatte sie nur gewollt, und das hatte gereicht, sie am Leben zu lassen. Die Mutter kniete im Gras und sah ihre Kinder an. Das war die zweite Geburt. Die erste war Liebe gewesen. Diese war Messer und Stoff und Entschlossenheit und zitternde Hände, die aufgehört hatten zu zittern. Das Älteste griff nach ihr. Sie ließ es. Einen kurzen Moment, die Arme um so viele von ihnen wie gingen, die Gesichter in ihr Fell gedrückt, der Geruch von ihnen, der immer derselbe war und immer neu. Dann stand sie auf, weil der Wolf noch schlief, weil die Steine noch fehlten, weil das, was zu tun war, noch nicht getan war. Leise, sagte sie, das war alles. Das Jüngste stand am Rand der Wiese, aus dem Schatten des Hauseingangs hervorgetreten. Es hatte nicht gewartet, wie sie gesagt hatte. Es hatte so nah wie möglich gewartet. Es stand jetzt und sah die 6 Geschwister im Gras, und sein Gesicht veränderte sich auf eine Art, die keinen Namen brauchte. Die Mutter kniete wieder nieder. In der Hand Nadel und Zwirn. Sie hatte mit diesen Händen schon vieles genäht, die Kleider der Kinder, die Vorhänge, die Wunden von kleinen Unfällen. Einmal vor 2 Jahren eine Wunde, die tiefer war, an jemandem, der nicht mehr kam, um sie wieder aufzureißen. Dieselben Hände, dieselbe Geste. Eine andere Geschichte diesmal. Der Wolf schlief. Wackersteine, sagte die Mutter, nicht holt Steine. Den Namen der Steine, schwere, flache, graue Wackersteine vom Bachufer. Die Steine, die Kinder nicht mochten und Mütter sammelten für Fundamente und Mauern. Die Kinder gingen. 6 zuerst, dann das Jüngste, das sich ohne Wort abwandte und Richtung Bach verschwand. Die Mutter blieb beim Wolf. Sie legte eine flache Hand auf den Bauch und wartete. Er rührte sich nicht. Der Atem war gleichmäßig, satt, der Schlaf von jemandem, für den die Welt aufgehört hat. Sie kannte diesen Schlaf. Sie wusste, wie tief er war. Die Kinder kamen zurück, einen nach dem anderen. Einen Stein, 2 Steine, 3. Die Kleineren trugen, was sie konnten, die Größeren mehr. Das Jüngste kam zuletzt mit dem schwersten Stein, den es ohne Hilfe tragen konnte. Ein grauer, flacher Wackerstein, so groß wie sein Oberkörper, getragen mit beiden Händen, das Gesicht ausdruckslos, die Beine breit für das Gewicht. Niemand hatte es darum gebeten. Die Mutter nahm die Steine und schob sie in den aufgeschnittenen Bauch, einen nach dem anderen. Sorgfältig, ohne Eile. Der Wolf schlief. Die Sonne sank weiter. Die Grillen riefen. Das Tick-Tack der Wanduhr kam durch das offene Fenster des Hauses, leise und gleichmäßig,
das einzige Maß der Zeit an diesem Abend. Als der Bauch voll war, so voll, dass kein Stein mehr passte, dass der Bauch rund war und grau und schwer, griff die Mutter nach der Nadel. Die Naht war gerade. Sie nähte mit denselben ruhigen Händen, mit denen sie die Kleider der Kinder geflickt hatte, mit denen sie einmal die Wunden von jemandem verbunden hatte, der jetzt nicht mehr da war. Diese Ruhe war ihr Charakter. Sie hatte immer gerade genäht. Auch wenn der Rest von ihr nicht ruhig war. Letzter Stich, Faden abschneiden. Der Wolf schlief noch. Alle 7 standen um ihn herum. Die 6, die herausgekommen waren, und das Jüngste. Und niemand sagte etwas. Niemand jauchzte. Niemand weinte. Sie standen im abendlichen Licht, und der Wolf lag unter dem Birnbaum, und die unreifen Birnen hingen über ihm, und das Gras um ihn herum roch nach Sommer. Die Mutter stand auf. »Ins Haus«, sagte sie. Sie gingen. Die Mutter kam zuletzt. In der Tür drehte sie sich nicht um. Am nächsten Morgen kam er auf die Beine. Das Jüngste stand am Fenster und sah es. Der Wolf erhob sich schwerfällig, mit der Behäbigkeit von jemandem, dem etwas im Inneren fremd geworden ist. Er schüttelte sich, trat einen Schritt, noch einen, die Steine rappelten, ein dumpfes Klopfen und Mahlen, Stein gegen Stein, das mit jedem Schritt lauter wurde. Rumpeln, Pumpeln. Der Wolf blieb stehen. Er stand auf der Wiese im frühen Licht und ließ das Geräusch in sich hineinlaufen. Der Kopf nach unten, die Ohren flach, kein Knurren, kein Lärm. Er war sehr still, so wie er immer still war, wenn er etwas nicht verstand. Das Maul bewegte sich, langsam, wiederholend, wie jemand, der etwas laut durchdenkt, das sich nicht erklären lässt. Das Jüngste öffnete das Fenster einen Spalt. Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Ich meinte, es wären 6 Geißlein, so sind's lauter Wackerstein. Die Stimme des Wolfes. Das erste Mal ohne Kräde, ohne Mehl. Rau und direkt, genauso wie die Mutter es beschrieben hatte, so viele Morgen zuvor. Er klang nicht wie ein Besieger. Er klang wie jemand, dem etwas passiert ist, das er nicht eingeplant hat. Er setzte sich in Bewegung. Der Brunnen stand am anderen Ende der Wiese, unter dem Holunderbusch. Der Wolf ging darauf zu, langsam, mit dem Schaukeln von jemandem, der Last trägt, die er nicht erwartet hat. Die Steine schlugen gegeneinander bei jedem Schritt. Die Geschwister kamen heran. Alle 6, lautlos, stellten sich neben das Jüngste am Fenster. Niemand sagte etwas. Der Wolf erreichte den Brunnen. Er bückte sich. Das Wasser lag tief unten, dunkel im frühen Licht, und er beugte sich vor. Und dann geschah, was geschehen musste. Das Gewicht zog. Der Wolf trat auf den Rand, griff nach nichts, weil nichts da war. Das Wasser schloss sich. Stille. Das Jüngste stand am Fenster und ließ den Atem aus. Lang und langsam. So wie der Körper atmet, wenn er aufgehört hat zu warten. Kein Jubel, kein Tanzen. Die Geschwister standen und atmeten, und der Morgen war noch derselbe Morgen. Das Licht noch dasselbe Licht, der Brunnen wieder still. Das Jüngste schloss das Fenster, drehte sich um. Die Mutter stand in der Stubentür, die Hände still an den Seiten. Das Jüngste trat auf sie zu. Sie legte eine Hand auf seinen Kopf, kurz, einmal. Dann ließ sie die Hand fallen. Draußen begann der Morgen zu wärmen. Die Grillen riefen, irgendwo im Wald, eine Krähe, die 3-mal rief und schwieg. Die Uhr an der Wand schlug. Das jüngste Geißlein, das die ganze Nacht gezählt hatte, hörte es nicht mehr. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm.
Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören,